Hast du einseitige, tiefe Schmerzen im unteren Rücken? Fühlst dich verspannt und steif an? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Heute erfährst du, woher diese Beschwerden kommen können und wie du mit einfachen und effektiven Übungen deine Beschwerden lindern kannst. Also bleib dran, dass Schmerzen viele Ursachen haben und dass mehrere Faktoren zusammenkommen müssen, damit du Schmerzen hast. Das muss ich nicht nochmal erklären. Aber einen Faktor, die diesen tiefen Schmerzen in den unteren Rücken auslösen kann, ist der Musculus quadratus lumborum. Dieser Muskel liegt ganz tief im Rücken, beziehungsweise ist er auch ein Teil von dem Bauchmuskel. Der setzt an den unteren, der 12. Rippenrand und verläuft dann nach unten Richtung Beckenkamm. Bei einseitiger Anspannung, das heißt, wenn der Muskel auf der linken Seite jetzt anspannt, würde dafür sorgen, dass du eine Seitneige zu der linken Seite machst. Genauso hält er auch deinen Rumpf in diese Position fest, damit der Oberkörper nicht nach rechts abweicht. Und wenn beide Muskeln von rechts und links gleichzeitig anspannen, dann machst du eine Überstreckung von der Wirbelsäule. Dieser Muskel ist besonders wichtig für die Stabilität der Lendenwirbelsäule und der unteren Rippen während Bewegung von deinem Rumpf. Eine Überforderung dieser Muskulatur durch Mangel an Bewegung kann dafür sorgen, dass er seine Spannung erhöht. Eine erhöhte Spannung ist dann als Antwort von dem Schmerzen. Andererseits kann diese erhöhte Spannung auch selber Schmerzen auslösen und dieses Verspannungs- und Steifheitsgefühl auslösen. Deshalb bringen auch Dehnungsübungen wie dieses nicht so viel für deine unteren Rückenschmerzen, weil die nur die Dehnbarkeit von den Muskeln beeinflussen und haben keinen Effekt auf die Spannung bzw. auf der Kraft von diesem Muskel. Wenn du langfristig deine unteren Rückenbeschwerden loswerden möchtest, dann solltest du eher den Fokus auf die Kräftigung dieser Muskulatur setzen, als auf die Dehnung alleine. Und wie du das machst, zeige ich dir jetzt. Die erste Übung hat zwei mega gute Vorteile. Das erste ist, dass du sowohl in der Dehnung der Muskulatur, das heißt in die Flexibilität gewinnen wirst, aber auch in der Kräftigung, weil du die zwei Bewegungen bzw. weil du die zwei Funktionen dieser Muskel komplett ausschöpfst. Einmal das exzentrische Spannung, das heißt Spannung in der Dehnung, und das zweite die isotonische Anspannung, das heißt die Muskel spannt komplett an. Für diese Übung solltest du dich neben einer Wand hinstellen. Die schmerzhafte Seite als erstes zur Wand hingerichtet. Die Hand von der gleichen Seite lehnst du jetzt an der Wand ab. Je weiter oder je gestreckter dein Arm ist, desto schwieriger ist die Übung. Deswegen pass auf und mach es nur so weit, wie du dich wohl und sicher fühlst. Also Hand an der Wand, die schmerzhafte Seite Richtung Wand. Das Bein von der schmerzhaften Seite, die wirst du jetzt überkreuzen. Durch diese Position, das heißt, das Becken ist leicht nach unten gekippt und den Arm ist ein bisschen nach oben gebracht, dadurch hast du schon so eine leichte Vordehnung von der Muskulatur. Und in dieser Position erlaubst du nun, dass dein Rumpf, dass dein Becken Richtung Wand sich hinbewegt. Dein Ellenbogen wird gebeugt und du lässt es so weit zu, bis es für dich angenehm ist. Bleib in dieser Position, das heißt, da hast du jetzt eine maximale exzentrische Dehnung der Muskel. Und jetzt musst du anspannen. Aber du spannst mit deiner rechten, in dem Fall hier, bei rechts an, sodass du deinen Rumpf von der Wand wegbewegst. Die Bewegung beginnt von unten nach oben. Du sollst sie nicht mit der Hand von der Wand abstützen. Das heißt, Bauch- und Rückenmuskulatur, der Quadratus wird jetzt angespannt, dein Becken wird von der Wand weggeschoben, bis du dann in der aufrechten Haltung wieder bist. Und diese Übung
Die solltest du jetzt mindestens 12, Ziel wäre aber 15 Wiederholungen durchzuführen. Führe die Bewegung langsam und konzentriert durch und versuche bei jeder neuen Wiederholung ein bisschen weiter Richtung Wand dich zu bewegen. Wenn du die Übung auf einer Seite durchgeführt hast, dann solltest du das Gleiche auch auf der anderen Seite. Idealerweise sind dann halt mindestens 2 bis 3 Serien von 12 bis zu 15 Wiederholungen. Diese zweite Übung ist super gut, nicht nur um den Quadratus lumborum zu stärken und den gesamten unteren Rückenmuskel, aber auch hat einen sehr positiven Effekt auf das ISG, das Iliosakralgelenk. Also 2 in 1. Dafür brauchst du jetzt einen Stuhl. Wenn das eine Lehne hat, ist es gut, du kannst dich festhalten, aber es reicht dir auch ein kleiner Hocker. Du solltest beginnen mit der Seite, die dir nicht wehtut. Da kniest du jetzt halt auf dem Stuhl drauf und die Seite, wo du Beschwerden hast, da sollte das Bein jetzt halt frei bleiben. Beug dein anderes Knie an, bleib mit dem Rumpf gerade und jetzt bewegst du dein Knie nach unten Richtung Boden. In dem Moment, wo du jetzt halt runterkommst, muss deine rechte Seite arbeiten, um dich hier festzuhalten und deine linke Seite wird jetzt gedehnt. In dem Fall hier bei mir. Und dann als nächstes muss jetzt links anspannen, um das Becken wieder nach oben zu bringen. Wichtig ist, dass du dieses Knick in der Teile hast und dann wieder runterzukommen. Bei dieser Bewegung geht es hauptsächlich darum, dass du die Bewegung spürst und vom allen wahrnimmst, wie deine Muskeln sich anspannen und wieder locker lassen. Studien haben gezeigt, je besser du einen Muskel oder eine Region wahrnehmen kannst, desto weniger Schmerzen hast du. Das passiert, weil, wenn dein Körper nicht genau weiß, wie jetzt gerade ein Gelenk oder ein Areal jetzt im Raum positioniert ist, würde die Empfindlichkeit von diesem Bereich erhöhen, damit du einfach mehr spüren kannst. Das hat Vorteile, weil du dadurch besser spürst. Andererseits spürst du auch Spannung, die eigentlich nicht schmerzhaft wäre, als schmerzhaft, weil dein Nervensystem überempfindlich ist bzw. überreagiert. Deshalb solltest du bei dieser Übung besonders darauf achten, wie fühlt sich dein Rücken an. Bei jeder Anspannung der Muskulatur, das heißt bei jedes Mal, wo du die Muskel auf der Seite anspannst, wie fühlt es sich an? Wie ist die Spannung auf dieser Seite, bis das Becken einknickt, nach oben kommt? Und nachher solltest du auch spüren, wie ist es, wenn du das Knie nach unten bewegst und dein Rumpf dadurch diese leichte Dehnung hat, beziehungsweise zulässt, dass die Muskulatur gedehnt wird. Besonders wichtig bei dieser Übung wäre, dass du versuchst, die ganze Zeit deinen Rumpf gerade zu halten. Das heißt, dass du nicht nach vorne abweichst oder auch nicht weiter nach hinten. Und die Bewegung an sich passiert nur am Becken. Dein Becken kommt hoch und runter. Auch hier wäre es sinnvoll, dass du je Seite 2 bis 3 Serien durchführst von 12 bis 15 Wiederholungen. Und bevor wir weitermachen mit meiner Lieblingsübung für den unteren Rücken, wenn dir dieses Video gefällt und du mehrere solcher hilfreiche Videos bekommen möchtest, wie du mit einfacher Übung deine Schmerzen lindern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Infos, wie du selbstständig etwas für deine Schmerzen tun kannst und gesunder und schmerzfreier leben kannst. Diese ist meine Lieblingsübung, wenn du Schmerzen an den unteren Rücken hast. Das ist besonders effektiv für den Quadratus lumborum, also wenn du einseitigen Schmerzen hast, aber genauso wirkt er wundervoll für alle Kreuzschmerzarten. Du solltest dich aufrecht hinsetzen. Es wäre schön, wenn deine Knie durchgestreckt sind, muss es auch nicht. Du kannst sie auch leicht gebeugt lassen. Wichtig ist, dass dein Oberkörper erstmal gerade bleibt. Deine Hände werden vor den Rumpf gekreuzt, dadurch wird die Übung ein bisschen schwieriger. Und nun versuchst du mit dem Rumpf, mit dem Becken nach vorne zu bewegen.
Einseitig hoch und dann die andere Seite hoch. Wichtig hierbei ist, dass du das Becken nach vorne bewegst und dich nicht mit den Füßen nach vorne abstürzt. Diese Bewegung solltest du jetzt 12 Mal durchführen, das heißt vorwärts bewegen mit dem Rumpf. Vorne angekommen, das gleiche nochmal rückwärts. Je stabiler du mit dem Oberkörper und vor allem aufrechter bleibst, desto besser ist es. Geh so weit wie du kannst, die 12 Mal, wieder zurück, nach hinten hin. Schieb dich nicht mit den Füßen, sondern beweg dein Becken rückwärts. Anspannen, loslassen. Anspannen, los, anspannen, los. Auch bei dieser Übung ist es wichtig, dass du deine Aufmerksamkeit Richtung Wirbelsäule hinrichtest. Spür, wie die Muskeln sich anspannen und wieder loslassen. Hinten angekommen 12 Mal, dann wieder nach vorne. Je weniger du seitlich pendeln wirst, desto effektiver ist es, um deine unteren Rückenmuskulatur zu trainieren. Und bei der letzten Übung hast du jetzt eine Kräftigung von beiden Muskeln gleichzeitig, das heißt das rechte und das linke. Nur, dass die in unterschiedlichen Art und Weise funktionieren werden. Du solltest mit einer schmerzhaften Seite zuerst nach oben arbeiten. Das untere Bein ist jetzt gebeugt in 90 Grad nach vorne und das obere Bein in einer Verlängerung von der Hüfte in 90 Grad nach hinten. Dann lehnst du dich mit den Unterarmen auf den Boden auf. Wie gesagt, deine schmerzhafte Seite, die ist oben als erstes. Und jetzt solltest du versuchen, gleichzeitig das Becken von dem Boden hochzuheben und dein Arm greift jetzt nach oben weit weg. In diesem Moment hast du jetzt eine Anspannung, eine isotonische Anspannung von der unteren Seite und eine Dehnung von der oberen Seite. Nicht nur Dehnung, sondern eine Kraft in der Verlängerung, bis du dann langsam wieder zurückkommst nach unten. Wie gesagt, du beginnst mit der schmerzhaften Seite nach oben. Spannst nur das Becken an, deinen Rücken an, dass er gerade bleibt und dann nach oben wegkommst, um dann wieder nach unten. Und diese Bewegung solltest du nun mindestens 12, Ziel wäre auch 15 Mal wiederholen. Wenn du die Serien durchgeführt hast und fertig bist mit der schmerzhaften Seite oben, dann drehst du dich um und machst die gleiche Übung nochmal auf der anderen Seite. Die Anspannung in der Verkürzung ist meistens anspruchsvoller für die Muskulatur. Deswegen solltest du zuerst in der Dehnung arbeiten, in der exzentrischen Spannung, dass du dann in der konzentrischen Spannung arbeiten kannst, weil es für die Muskulatur anspruchsvoller ist. Also unteres Bein in 90 Grad nach vorne, oberes Bein in 90 Grad nach hinten. In Unterarmsturz, deine Hand bleibt nach unten. Und jetzt muss die schmerzhafte Seite deutlich mehr arbeiten, um deinen Rumpf von dem Boden hochzuheben. Und die Hand, kommt jetzt nach oben und gleichzeitig bewegst du auch das Becken hoch, um dann wieder runterzukommen. Ebenfalls hier solltest du mindestens 12 Wiederholungen durchführen. Ziel wäre aber 15. Deine Muskulatur braucht ja auch Ausdauer. Achte darauf, wie es anfühlt, wenn du diesen Muskel richtig anspannst. Hinten am Rücken, da solltest du auch die Spannung der Muskulatur wahrnehmen. Gleichzeitig dehnst du nun die nicht schmerzhafte Seite. Und auch hier solltest du mindestens 2, Ziel wäre 3 Serien durchführen. Das Ziel dieser Übungsprogramm ist, die Muskeln des unteren Rückens zu trainieren und die Ausdauer und Kraft zu verbessern. Über die Zeit wird die Muskulatur toleranter gegenüber die Widerstände und du gewinnst dadurch auch an Schmerzlinderung und Beweglichkeit. Wenn du aber
immer wiederkehrende einseitigen Rückenschmerzen hast, dann solltest du versuchen, auch weitere Hauptursachen für deine Beschwerden zu ermitteln und gleichzeitig zu beseitigen. Viele Menschen, wenn die immer wieder Schmerzen haben nach dem Aufstehen, schieben die Schuld eher an Bett, als sie darüber Gedanken machen, dass sie den Tag davor stundenlang auf dem Couch saßen oder am PC ohne jegliche Abwechslungen. Außerdem, wenn du sehr inaktiv bist und gar keinen Sport machst, kann es dir helfen, einfach im Alltag mehr Bewegung zu integrieren, wie zum Beispiel Spaziergänge in der freien Luft. Und zu guter Letzt, wenn die Schmerzen immer bei der eine und der gleichen Übung im Fitnessstudio auftreten, dann solltest du dich eher Gedanken darüber machen, über deine Fitness bzw. deine Vorbereitung für diese Übung und die Gewichte bzw. die Schwierigkeitsgrad dieser Übung für deinen Trainingszustand. Danke, dass du bis jetzt zugeschaut hast und ich freue mich, dich wiederzusehen bei unserem nächsten Video. Tschüss!